Hallo, ich bin Marco von Kali. Willkommen beim Gebrauchtwagen-Check Interior. Hier haben wir ein Fahrzeug, das 4,5 Jahre alt ist, 66.000 Kilometer gelaufen, aus Erstbesitz, ein BMW in der Individualausführung. Das Fahrzeug befindet sich innen in einem wirklich, muss man sagen, nahezu perfekten Zustand. Das macht es uns natürlich schwierig, aber die generellen Themen können wir deshalb trotzdem durchgehen. Das Lenkrad ist nicht abgegriffen, was bei 66.000 Kilometern jetzt natürlich auch nicht der Fall sein sollte, ist aber auch gleichzeitig immer so ein guter Indikator, wenn ein Fahrzeug angeblich sehr wenig Kilometer hat, aber Lenkrad abgegriffen ist oder bei einem Schalterfahrzeug, das ist ja jetzt hier eine Automatik, der Schalthebel sehr abgegriffen ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Auto hat womöglich mehr Kilometer, dann checkt man das ja sowieso nochmal mit der App. Oder die zweite Möglichkeit, der Fahrer bzw. die Fahrerin haben nicht besonders viel Wert darauf gelegt, das Interieur zu pflegen. Da ist allerdings natürlich davon auszugehen, wer weiß, wie sie es mit der technischen Pflege des Autos im Allgemeinen ansonsten gehalten haben. Die Sitze von dem Fahrzeug sind noch wirklich in perfektem Zustand. Bei der Kilometer-Laufleistung wäre es jetzt auch durchaus denkbar, dass gerade weil es sich hier um Leder handelt, vielleicht schon kleinere Abschürfungen vom Ein- und Aussteigen da sind. Das wäre in Ordnung. Allerdings, wenn sich wirklich hier schon richtige Risse auftun würden, das wäre dann schon eine Wertminderung. Da müsste man vielleicht noch mal über den Preis verhandeln. Wenn man im Fahrzeug sitzt, empfiehlt es sich normalerweise grundsätzlich immer, die Elektronikkomponenten des Fahrzeugs mal kurz auszuprobieren. Zum Beispiel gehen die Fenster hoch, gehen die Funktionen, einfach alles mal durchprobieren. Da kann man sich verhalten wie ein kleines Kind im Spielzeugladen. Dem ist keine Grenzen gesetzt. Auch die Sitzheizung, wenn es ein Fahrzeug hat, ist vielleicht mal zu checken, ob sie warm wird. Geht relativ schnell. Kann man natürlich auch während der Probefahrt machen, aber auch bei stehendem Fahrzeug, wenn die Zündung an ist, ist das möglich. Das waren jetzt mal die wichtigsten Punkte beim Interior-Check. Bei dem Fahrzeug gibt es nun wirklich so gut wie nichts zu beanstanden. Alle Gebrauchsspuren, die das Fahrzeug im Innenraum aufweist, sind durch Alter und Laufleistung mehr als gerechtfertigt. Auf den Außenzustand eines Autos hat der Fahrer oder Besitzer natürlich weniger Einfluss wie auf innen. Außen ist das Auto den Witterungseinflüssen ebenso ausgesetzt oder anderweitigen Beschädigungen, möglicherweise auch mutwilligen. Innen habe ich das natürlich schon sehr in der Hand. An dem Auto gibt es allerdings nichts auszusetzen. Note 1, würde ich sagen. Dabei können wir es belassen.